Hi Leute, ich bin Sarda von den Walkie-Cast. Heute habe ich neben mir Kenan Karaman. Hallo Kenan, danke, dass du Zeit genommen hast für mich. Gerne, Alter. Okay, fangen wir an. Wo hast du angefangen zu spielen? Wie war dein Karrierenverlauf? Also ich komme aus Stuttgart und ich habe bei einem kleinen Verein dort angefangen, bei MTV Stuttgart. Dann bin ich mit 11 Jahren zu VfB Stuttgart gewechselt in die Jugendabteilung, war dort dann 2 Jahre und dann habe ich noch 2 Jahre bei Stuttgarter Kickers gespielt. Das ist auch so der zweitgrößte Verein in Stuttgart. Und dann bin ich relativ früh mit 15 Jahren nach Hoffenheim gegangen, in die Jugendabteilung, war dort auch im Internat und wurde dann auch dort Profi. Und von da bin ich dann weiter nach Hannover, habe da 4 Jahre gespielt und seit 2 Jahren bin ich jetzt bei Fortuna Düsseldorf. Mit wem verstehst du dich am besten in der Mannschaft? Mit Kaan Ayhan, mit dem verstehe ich mich am besten. Ich kenne ihn auch schon sehr, sehr lange und wir haben eine sehr gute Freundschaft. Triffst du dich auch so persönlich oft mit ihm? Ja, er ist mein Nachbar in Düsseldorf und wir unternehmen immer sehr viel zusammen. Wie war die Nominierung zur Nationalmannschaft? Was war deiner Meinung nach der Unterschied und ausschlaggebend für die Nominierung? Für deine Nominierung? Ja, also ich habe mich erstmal sehr, sehr gefreut. Für mich ist ein Traum in Erfüllung gegangen. Ich wollte schon immer für die türkische Nationalmannschaft spielen, habe immer davon geträumt und als die Nominierung kam, war ich sehr, sehr glücklich. Meine Familie war auch sehr glücklich. Und ja, ich glaube, ich habe gute Leistungen gezeigt. Ich habe immer versucht, besser zu werden und das hat der türkische Nationaltrainer gesehen und hat dann mir eine Chance gegeben. Was war das für ein Gefühl, gegen den Weltmeister Frankreich zu spielen und natürlich auch zu gewinnen? Wow, das war ein absolutes Top-Spiel, einer meiner Karrierehöhepunkte. Vor allem das erste Spiel in Konya vor so vielen Fans und die Atmosphäre war unglaublich im Stadion, es war so laut und wir haben noch gewonnen und das erste Mal gegen Frankreich in der Geschichte. Und das war ein super Gefühl und das werde ich noch irgendwann meinen Enkelkindern erzählen. Was war dein Traum oder Ziel in der Jugend zu erreichen? Was sind jetzt deine Träume als Fußballprofi? Ja, in der Jugend hatte ich einfach nur Spaß. Ich wollte immer Fußball spielen mit meinen Freunden. Ja, hatte einfach Lust, immer besser zu werden. Klar, man hat als kleines Kind oder als Jugendlicher immer die Träume, Fußballer zu werden, aber manche schaffen das, manche nicht. Das Wichtigste ist immer, dass man halt große Träume hat oder große Ziele hat vor Augen. Dann kann man das auch irgendwann schaffen, wenn man hart dafür arbeitet. Ähm, ja, und jetzt sind einfach meine Ziele, dass ich versuche, an meinen Schwächen zu arbeiten, dass ich versuche, noch besser zu werden, dass ich ja, erfolgreich bin mit der Nationalmannschaft und auch im Verein. Das sind so meine Ziele und ich will auch irgendwann mal auch mit einem Verein Titel gewinnen, auch mal in der Champions League spielen. Das sind so meine Träume und dafür werde ich auch hart arbeiten.
Welches Tor war deiner Meinung nach das schönste Tor, was du bisher geschossen hast? Ich glaube, das Tor gegen Werder Bremen letztes Jahr, wo ich den Ball im Mittelfeld erober oder zugespielt bekomme und dann einen Sololauf mache über 66 Meter und dann ein Tor schießt. Das war das schönste Tor meiner Karriere. Welches Spiel war das emotionalste Spiel in deiner Fußballkarriere? Das war das Spiel gegen Frankreich, definitiv. Das war sehr, sehr emotional. Beide Spiele, also in der Türkei, auch in Frankreich, in Paris, waren sehr, sehr emotional. Auch einfach die Freude von den Menschen zu sehen, das macht einen Fußballer sehr glücklich. Setzt du dir persönliche Ziele vor der Saison oder Spielen wie zum Beispiel Tore schießen oder Stammspieler zu werden? Ja, ich bin ja Stürmer. Als Stürmer will ich immer Tore machen. Aber ich sage jetzt nicht, dass ich unbedingt 10 Tore machen muss, sondern ich konzentriere mich immer beim Training Gas zu geben. Ich versuche meine Mitspieler auch anzufeuern und dass wir im Training immer ein gutes Niveau haben, weil das Wichtigste ist, dass du dich jeden Tag verbesserst und dann kommen auch so Sachen, dass du Stammspieler wirst, dass du deine Tore machst, aber du musst immer kleine Schritte machen. Was ist wichtiger, Talent oder Arbeit? Also Talent gehört auf jeden Fall dazu, aber vor allem auch, wenn man jung ist, dann setzt sich Arbeit meistens durch, weil es gab viele Spieler, die auch talentierter waren als ich damals, als ich jung war, aber die das am Ende nicht geschafft haben. Deswegen finde ich, dass du sehr viel arbeiten musst, dass du das dann am Ende dann vielleicht schaffst. Wie oft trainierst du in der Woche? Wie ist dein Ablauf? Also wir haben fast jeden Tag Training in der Woche. Einmal in der Woche haben wir dann frei. Da können wir dann machen und tun, was wir wollen. Ansonsten trainieren wir immer einmal am Tag und regelmäßig. In der Vorbereitung trainieren wir dann öfter, auch mal zweimal am Tag. Das sind so meine Abläufe. Wen hast du deinen Erfolg zu verdanken? Wer ist ein Teil deines Erfolges? Ja, meine Familie auf jeden Fall, meine Frau, mein Vater, meine Mutter, meine Geschwister, mein Schwager, das sind so die Menschen, die immer so an meiner Seite waren und die mich auch aus harten Zeiten zurückgeholt haben oder mir Kraft gegeben haben und ich bin auf jeden Fall denen sehr dankbar. Woran arbeitest du mehr, an deinen Schwächen oder an deinen Stärken? Beides. Ich versuche meine Stärken noch besser zu machen und meine Schwächen versuche ich ja, auch besser zu machen. Machst du eher so Balltraining oder so Kraftübungen? Ich mache beides. Nach dem Training nehme ich mir Zeit, dann mache ich auch viel Balltraining, so Torabschlüsse und so. Und es gibt dann Tage, wo ich nach dem Training dann in den Kraftraum gehe und viel Krafttraining mache, weil das ist auch sehr wichtig. Das ist so ein Mix von beiden. Hast du bestimmte Rituale vor Spielen? Ja, ich habe bestimmte Rituale, aber die sind jetzt nicht so extrem. Ich habe immer so einen Power Shake, was ich trinke vor ein paar Stunden vor dem Spiel. Das tut dann meine Frau immer für mich vorbereiten, einen Tag vorher. Das gibt mir auch sehr viel Energie dann im Spiel. Ich bin einer, der sehr viel auf seine Ernährung achtet. Deswegen habe ich da schon so ein paar Sachen, die ich vor dem Spiel mache, wo ich denke, dass es mir ein besseres Gefühl gibt auf dem Platz. Wie wichtig ist eigentlich die Schule beim Fußball? Die ist sehr, sehr wichtig. Ich war in Hoffenheim im Internat und da lernt man, dass die Schule wichtiger ist als Fußball. Das finde ich sehr schön, weil
dass leider nicht alle schaffen, am Ende Fußballer zu werden. Und das Wichtigste ist, dass du einen guten Abschluss hast, dass du dann, falls du nicht Fußballer bist oder wirst, dass du dann einen zweiten Standbein hast und dass du woanders vielleicht dann erfolgreich bist. Deswegen ist Schule sehr, sehr wichtig. Hast du einen Lieblingsverein in der Türkei? Nein, ich habe keinen Lieblingsverein. Ich unterstütze alle türkischen Mannschaften. Ich freue mich immer, wenn die Champions League spielen oder Euroleague spielen. Da unterstütze ich alle Vereine in der Türkei. Wer ist dein Vorbild beim Fußball oder war mal? Ich habe so mehrere Vorbilder. Ibrahimovic war so immer einer, der mich so fasziniert hat mit seiner Art und Weise. Karim Benzema von Real Madrid gefällt mir sehr als Stürmer. Ich glaube, das sind so die beiden, wo ich mich immer daran orientiere. Welche Tipps kannst du den jungen Spielern draußen weitergeben, Fußballprofi zu werden? Also die sollen auf jeden Fall Träume haben. Die sollen träumen, immer wieder versuchen, sich Ziele zu setzen im Leben, schöne Träume zu haben, weil ich glaube, dein Traum wird dich dann Schritt für Schritt immer in die richtige Richtung bringen. Ich würde aber auch raten, dass man trotzdem, wie ich das vorhin gesagt habe, in der Schule sehr, sehr gut ist, falls man das dann nicht schafft. Ja, das Wichtigste ist, dass man viel Spaß hat, dass man sich nicht unter Druck setzt, dass man auch nicht von den Eltern unter Druck gesetzt wird für junge Spieler, das ist sehr, sehr wichtig. Und dass man einfach viel arbeitet, Spaß daran hat und wenn es am Ende klappt, ist es natürlich schön, aber wenn es am Ende nicht klappt, dann geht die Welt trotzdem weiter. Okay, danke, dass du da warst. Hat Und mich ich wünsche dir gefreut. noch viel Erfolg Aber- bei deiner Fußballkarriere. Dankeschön. Und Leute, wie hat euch das Interview gefallen? Schreibt es in die Kommentare und schreibt auch in die Kommentare, mit wem ich als nächstes interviewen soll. Ich würde mir wünschen, so Hakan Çalhanoğlu, Kaan Ayhan oder vielleicht auch Gregor Kobel von VfB Stuttgart. Und ja, liken nicht vergessen, abonniert uns auf YouTube und auf Insta. Und ja. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.